Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier ist jetzt Teil 2 des Urlaubsvlogs aus der PKD. Ich habe lustigerweise überhaupt nichts zu sagen, außer dass ich immer noch nicht weiß, ob ich es schaffe, nächste Woche ein Video hochzuladen oder nicht. Es bleibt also weiterhin viel spannend und jetzt viel Spaß mit dem Video. Am dritten Tag hatten wir dann einen Strand gefunden, an den die Hunde durften, der aber bei Hochwasser leider etwas modrig war. Bei Niedrigwasser ging es aber, weil dann die Sandbank frei lag. Auf dem Hinweg sind uns dann erstmal die Muschelfarmer mit ihren Traktoren entgegengekommen. Die haben so große Batterien an Pfosten im Meer stehen, an die sie dann die kleinen Muscheln binden. Die Muscheln wachsen dann da und wenn sie groß genug sind, werden sie dann bei Niedrigwasser geerntet, sortiert, gewaschen und abtransportiert. Da kamen dann auch noch Pferde vorbei, von denen gibt es in der PKD richtig viele. Auf fast jedem Weg waren Hufspuren und Pferdeäpfel. Ja, ich habe total vergessen, was für ein Sturm an diesem Tag war. Es ist ja irre laut. Und dann musste Summelpipi rennen, damit er seine Unmengen an überschüssiger Energie los wird. Von allein bewegt sich der Faulsack nämlich nicht. Und da sieht man mehr oder weniger gut, wie unglaublich schnell die Flut kommt. Ich meine, klar, der Clip ist beschleunigt, aber wenn man das Verhältnis zur Geschwindigkeit der Kamerabewegung jetzt sieht, dann kann man sich ja so ungefähr vorstellen, wie schnell die Wellen da ankommen. Und vor allem, dass das Wasser halt nicht wieder komplett zurückfließt. Und da hat Timmy einen richtigen Hundemove gemacht und erst einmal ein wunderschönes Leinenstrickmuster gemacht. Wir mussten dann immer mehr in die Dünen hineinkriechen, um nicht nass zu werden. Und deshalb haben wir dann beschlossen, ein Stück am Strand entlang bis zu einem eingezeichneten Weg, der zurück zum Parkplatz führen sollte, zu gehen. Meine Betonung liegt, glaube ich, bereits nahe, wie die ganze Aktion ausgegangen ist. Aber seht selbst.
Ja, das war der Weg. Es war offensichtlich, dass die Zeit nicht gepflegt wurde, aber zu dem Zeitpunkt war das Ganze ja noch nicht unüberwindbar. Jetzt, wenn wir einen guten Picknickplatz finden, dann machen wir Pause, ja? Ja. Ich mache meine Hose wieder runter, dann sticht's ja auch nicht. Singer. Mann, das ist ja ein... Nein. Wird. Mit dem Hund, der da liegt. Hund? So ist das gut. Ah, ich finde den Weg eigentlich ganz cool. Jetzt sieht es teilweise schon ein bisschen aus wie in Brandenburg, findest du nicht? Ja, also. Nee, aber die kann man ja waschen. Und noch sind sie erstaunlich sauber. Ja, ist gut. Hund macht Stress. Ja. Es hat ein bisschen was Bushcrafting-mäßiges. Ist doch ein Weg. Da hinten geht's weiter. Oh je. Jetzt. Immerhin kann der Hummel trinken. Nee, da ist jetzt schnell. Ja, das ist... Ja. Schuhe aufziehen ist doch. Also, da müssen wir. Das ist der Weg. Oh Wisst ihr was? Dann, ne, halt, stoppen jetzt. Das geht. Das war eine andere Idee.
wieder zurück. Anfangs war der Weg größtenteils ja noch sehr gut begehbar, aber dann habt ihr ja schon gesehen, dass er teilweise überschwemmt war. Es muss da wohl heftig geregnet haben, weshalb der Weg kurzfristig nicht mehr genutzt wurde, allerdings noch auf Karten und im Wanderführer eingezeichnet war. Irgendwann stand dann halt der ganze Wald unter Wasser und weil der Boden voll mit Dornranken war, konnten wir da auch nicht gut durchwarten. Wir mussten also zurück und da wir nur ein paar Meter vom Strand entfernt waren, sind wir einem kleinen Trampelpfad durch die Dünen gefolgt. So zum Zeitvertreib ist es keine tolle Sache. Die Dünen stehen unter Naturschutz, deshalb bleibt bitte immer auf den markierten Wegen, es sei denn, ihr seid wie wir stecken geblieben und kommt nicht gut zurück oder es gibt einen Notfall und versucht dann so wenig Natur wie möglich zu beschädigen. Trampelt bitte einfach niemals aus Spaß quer durch die Natur. Das ist weder für euch noch für die Tiere und Pflanzen dort eine Bereicherung. Wir sind dann zum Glück heil beim Auto angekommen. Damit hatte Tag 3 natürlich ein etwas ernüchterndes Ende. Querfeldein durch die Natur marschieren ist etwas, das ich überhaupt nicht empfehlen kann. Es hat null Spaß gemacht. Deshalb nochmal, trampelt nicht einfach durchs Unterholz, weil ihr Lust dazu habt, sondern nur, wenn die Umstände es verlangen. Benutzt einfach euer Gehirn, um abzuschätzen, wann es wirklich sinnvoll ist, eine Abkürzung zu nehmen und wann nicht. Am 4. Tag waren wir dann wandern, allerdings ohne Hunde, die waren dann nicht erlaubt. Wir sind nach Berg oder Berg, ich weiß es nicht, gefahren, um dort an der Mündung des Oti lang zu laufen. Das erste Highlight war gleich am Anfang. Auf den Sandbänken im Watt sonnen sich bei Niedrigwasser nämlich Seehunde. Und da musste ich wieder meine Linse reinigen, weil die Hundis gestern die mit ihren feuchten Nasen mal wieder untersucht haben. Kommst du mit, Nina? Eigentlich ist mir ja zu voll. Genau. Ihr bleibt also hier oder kommt ihr ein bisschen mit damit? Wir sind dann einmal durch die Mündung gegangen. Das geht nur bei Ebbe, weil das Watt bei Hochwasser offensichtlich unter Wasser steht. Dafür sind wir zuerst auf den Wellenbrechern gelaufen, die jetzt auch schon ganz schön ramponiert waren. Tja, das Klettern auf den Wellenbrechern fand schnell ein Ende, weil die einfach zu zerstört waren. Das hätte man sich natürlich rüberkämpfen können, aber man konnte auch problemlos auf dem Sand daneben laufen, also warum nicht? Ist ja jetzt auch nicht so, als hätten wir danach nicht noch genug Strecke zum Auspowern gehabt. Trotz Ebbe und eigentlich ziemlich wasserfesten Schuhen mussten wir dann doch irgendwann alle die Schuhe ausziehen, weil einige der Priele dann doch zu tief waren und keiner von uns Lust auf nasse Socken hatte. Sieht aus wie eine Wüste. Mit den Vogelfüßchen hier. Ich weiß nicht, ob das
Jetzt sollte sich keiner... Halt einfach. Okay. Kommen wir denn da Ach komm, wir gehen jetzt einfach ein Stück halt aus, dann sind wir ja entfernt. An einer Stelle wurde es dann sehr matschig. Man mag es nicht glauben, aber Treibsand ist im Watt nicht komplett unmöglich, auch nicht ungefährlich. Aber zum Glück ist keiner stecken geblieben. Das ist denn unser Ziel. Oh, hier ist schön. Ja, am anderen Ende der Aber wir können hier nachher wieder anhalten und dann können wir vergleichen. Der Mittagsplatz ist da hinten irgendwo. Und dann kamen wir in den Salzwiesen an und da war es vielleicht heiß, Digga, weil wir halt im Windschatten der Dünen waren. Aber es war trotzdem schön. Wir gehen jetzt den da stattdessen. Sieht ja auch so, weil das sieht auch so aus, als ob man da eben nicht lang geht. Du meintest, Und dann war der Weg schon wieder überflutet. Diesmal mussten wir allerdings nicht umdrehen und dass der Weg unter Wasser steht, steht auch im Wanderführer. Bei Hochwasser ist der auch komplett unter Wasser, da kann man dann da gar nicht lang gehen. Hier sind die alten Trümmer der Brücke. ja, Also hier kommen wir ganz gut rüber. Wie war's bei dir? Ich will Mutti-Pfütze. Und das, meine Freunde, versteht man hier unter einem Anleger. Da kann man sich festmachen, sich sogar an Strom anschließen und dann da in seinem Bötchen übernachten. Inzwischen hatte die Flut eingesetzt und die Salzwiesen und den Weg, den wir genommen hatten, waren dann schon überflutet. das Ganze sind jetzt 500 Meter und dann kommen wir am Wasser raus. Juti, schaffst du das? Ja, ich wollte es euch nur sagen. Andi, hier ging es noch. Hier geht's noch, ja. Hier hatte es noch gewindet, nachher als wir um das Meck rumgegangen sind. Oder eigentlich da, als wir da waren, da war es richtig heiß und um die Ecke. Ja. Und guck. Und so sah die überflutete Mündung aus. Genau an der Stelle habe ich vorhin noch gestanden und das Watt, das ja bis zum Horizont ging, gefilmt. Wir hatten Springtide, deswegen war der Tidenhub auch besonders krass. Und mit diesem heftigen Vergleich haben wir dann Tag 4 beendet. Wir sind dann noch einfach am Strand entlang zum Auto zurückgelaufen und haben uns da Softdrinks gegönnt, weil wir alle total erschöpft waren. Ich habe auch ein Foto, wie der Wellenbrecher bei Berg, bei Hoch- und Niedrigwasser aussieht. Ihr findet es auf Instagram in dem Highlight France 1. Ja, diese Wanderung war auch wieder eine sehr zähe Wanderung. Vor allem die Salzwiesen, aber sie war trotzdem sehr, sehr sehenswert. Das war's auch schon wieder mit dem Video, bis auf die Outtakes. Diesmal keine Überlänge, darüber bin ich auch froh, ich bin nämlich todmüde. Es war jetzt bestimmt nicht der ästhetischste Urlaub-Vlogs auf ganz YouTube, aber darum geht es auch nicht. Ich will die Realität und meine Erfahrung teilen und die Realität ist nun mal nicht immer ästhetisch und Erfahrungen sind nicht immer schön.
Damit verabschiede ich mich schon mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst auch gerne ein Like, Kommentar oder Abo oder alles davon da. Und bis zum nächsten Mal. Am dritten Tag sind wir dann an den Strand gefahren, an den die Hunde. Nee, das war falsch. Ja, und dann musste das Hummelbaby. Das ist zu leise, fürchte ich. Und dann musste das Hummelbaby rennen. Scheiße, ist das falsch. Und da sieht man jetzt schon wieder. Okay, ich habe mein Mikro nicht mal angeschlossen. Junge, mein Atem hat gerade so gepfiffen. Ich klang ja, als hätte ich extremstes Asthma. Ja. Und so sah die überflutete Mündung aus. Mist.